Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 9. Februar. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, lieber Zwilling, wie diese Dekade bei dir ankommt. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben in der Mitte der Dekade einen interessanten Fixpunkt. Das ist der 5. Februar. Und da ist Vollmond. Ja, schauen wir mal, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Zwilling. Eine Karte für dich. Was haben wir hier? Der Hierophant. Interessant, eine sehr introvertierte Energie, aber ernsthaft und nachdenklich, besonnen handelnd. Stierenergie zeigt sich hier vor allem. Ja, der Hierophant ist ruhig und besonnen, ein weiser Berater, ein Mensch, der sehr gründlich nachdenkt, sehr gründlich und lange. Ein Mensch, dem es wichtig ist, nach eigenen Richtlinien, nach eigenen Werten zu leben, seinen persönlichen Kompass, Wertekompass zu finden und eben nach diesen Werten auch zu handeln, den Weg des Herzens finden. Vielleicht, also, ja, entweder bist du diese Person oder du wirst so eine Person um Rat fragen, obwohl ich dich eher als diese Person sehe. Der Hierophant hat auch viel mit Weiterbildung zu tun. Vielleicht beginnst du eine Weiterbildung oder Weiterbildung ist gerade für dich sehr wichtig oder du beginnst in dieser Dekade dich mit einer neuen Thematik, die auch mit Werten und Philosophie in Zusammenhang steht, zu beschäftigen. Versuchst selber deinen inneren Kompass, deinen inneren Wertekompass herauszufinden. Auf welche Lebensbereiche bezieht sich das bei dir? Es geht hier wirklich um deine ganz persönliche Weiterentwicklung und Selbstentfaltung. Und das ist dir auch klar, danach strebst du auch. Du willst hier Selbsterkenntnis und du möchtest dich weiterentwickeln. Du möchtest persönliches Wachstum erfahren. Und das hat sicherlich eben mit diesem neuen Wissen, wonach du strebst, damit steht das in Verbindung. Vielleicht hat es auch mit einer Liebesbeziehung zu tun, mit einer romantischen Beziehung. Der Hierophant ist auch jemand, der langfristige Beziehungen führen möchte und auch überlegt, was ihm so eine Beziehung bedeutet, welche Werte welche Werte ihm in Beziehungen wichtig sind. So eine Fragen könnten dir jetzt auch durch den Kopf gehen. Und das führt eben dazu, dass du nach persönlicher Weiterentwicklung strebst. Die Karten geben hier einen Hinweis darauf, dass es wichtig sein wird, taktisch klug und strukturiert vorzugehen. Nicht überstürzt zu handeln. Der Hierophant ist auch eine langsame, eher bedachte, gründliche Energie. Und der Rabe hier sagt an dieser Stelle, dass es dir zugute kommen wird, wenn du genauso besonnen und bedacht versuchst, da vorzugehen. Dass du so eher zu deinem Ziel kommst und eher persönliches Wachstum erfahren wirst. Und nach den Vollmond könnten sich die Energien nochmal sehr stark wandeln und du wirst hier sehr viel Warmherzigkeit erfahren, sehr viel Liebevolles im sozialen Bereich, eine gewisse Großzügigkeit, die dir geschenkt werden wird, eine Fürsorge auch. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht.
lieber Zwilling. Ja, denn in der Tat, du hast im Moment ein stabiles soziales Netz und fühlst dich sicher, fühlst dich stabil. Du hast auch irgendwie etwas erfolgreich abgeschlossen, etwas erreicht. Ich sehe hier auch materiellen Wohlstand, eine Stabilität, die dir auch ein bisschen Handlungsspielraum gewährleistet. Ein sicheres Fundament, auf dem du jetzt nochmal einen Schritt weiter denken kannst. Ja, aber irgendwie macht es dir auch gleichsam Sorge. Du machst dir irgendwie Sorgen, dass das nicht hier von langer Dauer ist, dass diese Stabilität zu schnell einbrechen könnte, dass sie dir in den Händen zerrinnt. Das sind jetzt zunächst erstmal abstrakte Sorgen. Das heißt jetzt nicht, dass es so eintreffen wird. Aber oft ist es ja so, wenn man sich diese Sorgen macht, dass man selbsterfüllende Prophezeiungen, dass man manchmal dass sich manchmal gerade dadurch durch seine übertriebenen Sorgen ein tatsächliches Scheitern einstellen könnte. Vielleicht neigst du hier auch zu Misskommunikation. Dass es hier schnell, wenn du in einer festen Partnerschaft bist, könnte es im Moment schnell zu Missverständnissen kommen, die vielleicht teilweise auch von dir herbeigerufen worden sind oder die darauf beruhen, dass du eine Aussage von deinem Partner, deiner Partnerin überinterpretiert hast, aus Sorge vor diesem drohenden Verlust, den du befürchtest. Also versuche solche Gedanken nicht zu sehr an dich heranzulassen, sondern dich mehr auf darauf zu fokussieren, was für ein Glück du hast. Also es ist, so ein sicheres Fundament zu haben, ne? Also mehr auf die Dankbarkeit und Wertschätzung, seine Gedanken zu fokussieren. In der Vergangenheit hattest du Pläne, die Sinn gemacht haben, sich erfüllt haben, aufgegangen sind und dir eben auch sehr viel Stabilität, sehr viel mentale Stabilität verleiht haben. Du hattest hier irgendwie Klarheit, du hattest den Durchblick, du hast eine Situation sehr gut verstanden. Aber jetzt beginnt es, dass die gleiche Situation ein wenig unklarer wird. Einfach, weil es der Lauf der Energien ist. Ne? Hier haben wir eine natürliche Folge, ne? Oder also eben eher das Gegenteil von der Folge, ne? Von 6 auf 5. Eine Dekonstruktion von dem, was jetzt hier, von den sinnvollen Gedanken, die du dir einst gemacht hast, von diesem sinnvollen Plan. Und jetzt machen sich Zweifel an diesem Plan bemerkbar, an diesen Sinnzusammenhang, der dir noch vor kurzem sehr viel Zufriedenheit verliehen hat. Oh, das ist das falsche Deck gewesen. Was haben wir hier? Das Universum. Vollendung. Erfüllung. Etwas hat funktioniert. Dieser Plan wahrscheinlich. Ne? Etwas, und hier das, was jetzt dir diese Stabilität gibt. Ein Kreis ist abgeschlossen. Eine Entwicklung ist abgeschlossen. Und du hast schon das Gefühl von persönlicher Erfüllung. Ja, es kann ein Hinweis darauf sein, dass ein großer Lebenszyklus zu Ende gegangen ist und ein neues Kapitel bald beginnen wird. Wenn du so darüber nachdenkst, wirst du ein Gefühl von Harmonie, Gleichgewicht und Ordnung in dein Leben erfahren. Ne? Und das gibt dir einfach ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit. Das kann halt auch wiederum diese Zweifel ausgleichen. Ne? Also das wird vielleicht auch womöglich eher immer so ein Hin und Her sein
wobei die Zweifel nicht im Vordergrund stehen werden. Ach, in deinem Unterbewusstsein zeigt sich hier ein Ritter der Kelche. Diese Karte kann auf dich verweisen oder auf eine Person in deiner Umgebung. Der Ritter der Kelche ist eine Wasserperson, ne? Du bist ja ein Luftzeichen, deswegen verweist diese Energie nicht direkt auf dich. Aber natürlich ist es einfach manchmal notwendig, dass wir auch mal ein anderes Temperament von uns zeigen. Der Ritter der Kelche als externe Person könnte halt Fische, Krebs oder Skorpion sein oder irgendwie im Moment sehr stark von Wasserenergie berührt sein. Ne? Muss nicht unbedingt diese Sternzeichen haben, aber ist wahrscheinlich. Der Ritter der Stäbe steht mitten im Leben. Ein sehr emotionaler Mensch, der seine Gefühle ausdrücken kann, auch Verantwortung für die eigene Gefühlswelt übernehmen kann. Ein sozial engagierter Mensch, der etwas ins Rollen bringt, der auf Menschen zugehen kann, der empathisch ist, manchmal etwas irrational, aber doch sehr romantisch auch und sehr charmant und sozial engagiert. Wenn diese Person eine externe Person ist, dann kennst du diese Person schon länger und ihr seid wirklich emotional sehr tief miteinander verbunden. Diese Person ist jetzt aktuell einfach über diese Dekade hinweg an deiner Seite. Egal in welcher Hinsicht, ne? Also es kann romantischer Natur sein, kann aber auch ein Freund sein, Familienmitglied, je nachdem. Wenn diese Karte auf dich verweist, dann ja, wirst du dich als Ritter der, ja, also ein Seelenanteil von dir möchte sich als Ritter der Kelche selbst verwirklichen, ne? Deine emotionale Seite. Aber weil du kein Wasserzeichen bist, kann das auch zu Konflikten führen. Du hast ja hier auch diese Zweifel. Es kann halt auch dazu führen, dass du eben deine emotionale Seite, dass die sich schwermütig auswirken könnte und du das nicht so gerne an dich ranlässt. Wir schauen mal, was wir noch mehr über den Ritter der Kelche herausfinden können. Der hat eine Erkenntnis. Diesem Ritter der Kelche wird einiges klar werden in der Dekade. Dieser Ritter der Kelche wird eine neue Idee, eine neue Vorstellung von etwas gewinnen. Eine neue Weltsicht womöglich sogar. Und neue Leidenschaft erfahren. Neues Feuer empfinden, neues Feuer in sich spüren. Okay, als externe Person kann das natürlich hier heißen, dass eine sehr emotionale Person von dir sehr inspiriert ist, dass du diese Person auf tolle Gedanken bringst und dass diese Person Feuer für dich entflammen wird. Ne? Hier sehr starke Anziehungskräfte für dich entwickelt. Wenn du der Ritter der Kelche bist, dann geht es hier wirklich um Erkenntnisse, die auch mit Emotionalität im Zusammenhang stehen. Dieser Aspekt mit der Schwermut ist damit recht gut aufgehoben. Es geht hier wirklich irgendwie darum, einen neuen Umgang mit seinen Gefühlen zu finden. Vielleicht auch mit dem Thema Liebe, ne? Aber auch mit Gefühlen und mit Ethik, mit moralischen Gefühlen. Und das wird eine neue Leidenschaft in dir entfachen. Vielleicht wirst du daraufhin, also der ein oder andere, ist es nicht häufig, das wird nicht häufig sein, aber der ein oder andere könnte hier ein neues soziales, aktivistisches Interesse plötzlich entwickeln, ne? Irgendwie ein neues Projekt in so gesellschaftspolitischen Bereich. Oder im sozialen Bereich, so, ne? Interessant. Ja, und dann noch vor den Vollmond, vor den 5. Februar, wirst du dich hier auf einen neuen Weg begeben, auf eine neue Reise. Wirst du neue Projekte anvisieren. Ich weiß nicht, also für manche von euch kommt das überraschend, aber ich glaube, es hat mit diesem Plan zu tun. Ja, jetzt verstehe ich das auch besser.
Ja, natürlich. Ihr habt schon lange einen Plan, den ihr gut durchdacht habt und ihr werdet hier mit den Wagen euch auf den Weg machen, ähm, diese Pläne in die Tat umzusetzen. Und da plötzlich, es könnte wirklich sein, dass ihr einen Motivationssprung bekommt, einen sehr überraschenden. Und dass ihr vielleicht auch noch auf etwas wartet, eine Information, vielleicht braucht ihr irgendwas, um diesen Schritt zu vollziehen und müsst hier auf etwas warten und in diesen Warten kommen euch Zweifel. Ich sehe hier schon, dass ihr ein bisschen Geduld haben müsst, aber noch vor dem 5. Februar werdet ihr hier etwas anpacken können. Und es hat mit Liebe zu tun. Es hat etwas mit Mitmenschlichkeit zu tun. Je nachdem, ne? Also in was für einer Situation ihr seid. Je nachdem, was ihr hier euch überlegt habt. Aber es hat auf jeden Fall mit Emotionen und Liebe, steht es im Zusammenhang. Liebe zu einer Person, dann sehe ich hier auch neue Sexualität. Oder zu eben mehreren Personen, zu einer Personengruppe. Dann sehe ich hier wirklich diese ethischen Überlegungen im Vordergrund. Philosophisch-politische Überlegungen, womöglich sogar auch. Und das führt dazu, dass ihr euch persönlich weiterentwickelt und ihr werdet hier auf sehr viel Liebe stoßen, ne? Also das wird sehr positiv von eurer Umgebung angenommen. Aber darum geht es euch gar nicht, ne? Euch geht es vielmehr darum, dass ihr hier dieses Ass der Stäbe empfindet, ne? Dass ihr hier wirklich auch Begeisterung zeigen könnt, dass ihr plötzlich von so einem Wunsch nach Aktion erfasst seid. Waage zeigt sich hier auch. Es ist schon fair, was hier passiert. Es ist gerecht, es ist ausgeglichen. Es basiert auf Gleichberechtigung, guter Kommunikation, tiefer Freundschaft und guten Entscheidungen, fairen Urteilen. Deine mentalen Kräfte sind hier sehr, sehr stark. Du findest hier auch deine innere Ruhe, Stabilität. Du weißt, was du tust. Du lässt dich auch nicht hinreißen zu übereilten Entscheidungen. Du strebst auch die innere Mitte an und kannst diese aufrechterhalten. Also da sehe ich hier eine wirklich entspannte Dekade für dich. Eine ausgewogene Dekade. Und von deiner Umgebung gibt es viele ermutigende Worte und Handlungen. Hier könnten auch einige Gespräche mit ein paar Leuten auch dazu führen, dass ihr Inspiration findet, neue Impulse bekommt für eure Reise, für die Umsetzung eurer Ideen. Hier zeigt sich vielleicht auch wirklich eine interessante neue Begegnung mit einem Menschen. Vielleicht werdet ihr diesen Menschen wieder begegnen, ne? Dass ihr zwar schon euch lange kennt, aber dass ihr euch durch einen Zufall wieder begegnen könnte. Das ist für ein paar von euch möglich mit dieser Karte. Aber hier gibt es irgendwie interessante neue Impulse, die euch inspirieren. Ja, die irgendwie auch eurem Projekt, eurem Vorhaben, unterstützend wirken, dass ihr hier auch ein bisschen Rückenwind bekommt. Das sehe ich hier. Von eurer sozialen Umgebung. Von eurer Umgebung. Und ihr seid wirklich sehr auf Gemeinschaft bedacht. Ihr wollt Gemeinschaft erfahren, ein stabiles soziales Netz haben, euch auf eure Freunde verlassen können, Großzügigkeit, Warmherzigkeit erfahren und das sehe ich auf jeden Fall für euch kommen. Also vor allem nach dem Vollmond, ne? Nach dem 5. Februar werdet ihr hier sehr viel Liebe erfahren. Und tatsächlich ist es genau das, was euch im Moment auch sehr wichtig ist. Irgendwie möchtet ihr das jetzt auch gerade. Ihr möchtet auch, dass die sozialen Beziehungen
sich einfach ein wenig auch einfach gestalten und von ehrlichen Ausdruck, ehrlichen emotionalen Ausdruck geprägt sind. Wenn es hier um eine bestimmte Person geht, diesen Ritter der Kelche, der auch eine Frau sein kann übrigens, dann möchtet ihr dieser Person auch näher kommen, möchtet ihr dieser Person auch nah sein und euch mit dieser Person verbinden, intensiver verbinden, als es vorher der Fall war. Ja, und ich sehe hier sehr viel positive Gefühle nach dem 5. Februar, die ihr erfahren werdet. Neue Motivation, neue Kraft, neue Zuversicht. Auch wirklich der Wunsch, nach den eigenen moralischen Kompass zu handeln, nach den eigenen Werten zu handeln und einfach ein guter Mensch zu sein. Auf die Art und Weise, wie ihr das für euch definiert. Optimismus und eben das Gefühl, vieles erreichen zu können, ne? Zuversicht. Diese Karte zeigt auch an, dass man Frühlingsgefühle erfahren kann. Also eine tolle Karte, um sich zu verlieben oder wieder zu verlieben, neu zu verlieben, je nachdem. Ihr könnt hier euch mit dieser Karte sehr leichtherzig fühlen, sehr belebt, neugierig und engagiert. Also ab dem 5. Februar wird sich hier doch einiges bei euch entwickeln. Und das sieht mir hier alles sehr, sehr positiv aus, was in eurem Leben passiert. Ich möchte noch mal einen Blick auf die Mondenergien werfen. Was sagt die Mondenergie zu eurer Situation? Oder ja, hier, die richtigen Antworten kommen. Es ist auch eure Karte, Vollmond im Zwilling. Die richtigen Antworten kommen. Ja, nur Geduld, ne? Also da kommt eben vielleicht auch durch die Kommunikation mit jemandem in eurer Umgebung wirklich die entscheidenden neuen Impulse, die euch diese Antworten geben werden. Ihr seid im Prozess, ne? Ihr seid auf der Reise. Und da kann man einfach auch mal die Dinge ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und ihr fragt natürlich viele Fragen. Ihr seid am Grübeln, auch in vielerlei Hinsicht. Euer Intellekt wird stimuliert in dieser Dekade. Ja, aber mit ein bisschen Geduld. Ihr könnt darauf vertrauen, dass die richtigen Antworten kommen werden. Voll gut. Ja, lieber Zwilling, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass diese Legung dich inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.